Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ja, heute gibt es keine Torte, sondern einen Kuchen. Und zwar zeige ich euch heute einen Nuss-Gugelhupf mit Rocher. Viel Spaß! Dafür brauchen wir eine ganz normale Gugelhupfform. Ihr braucht jetzt nicht diese Form, wo ich hier gehabt habe. Einfach eine ganz normale, handelsübliche Gugelform. Und für die brauchen wir 250 Gramm weiche Butter, 220 Gramm Zucker, 4 Eier, 300 Gramm Mehl, einen Esslöffel Backpulver, 130 Gramm gemahlene Haselnüsse, 50 Gramm gehackte Haselnüsse, 120 Milliliter Milch, 16 Rocherkugeln, 2 Packungen Haselnussglasur für die Verzierung, Schokoladensauce, gehackte Mandeln oder Haselnüsse. Los geht's! Die Butter sollte weich sein, einfach eine Stunde vorher aus dem Kühlschrank nehmen. Die gebt ihr dann in eine Schüssel und schlagt sie da so gute 2 Minuten auf. Also sie darf ruhig weißfarbig werden. Ja, und dann gebe ich den Zucker dazu und das Ganze verrühre ich so lange, bis halt beides schön miteinander verbunden ist, und es dauert auch nochmal so ungefähr 2 Minuten. Wer mag, kann jetzt an dieser Stelle auch noch Vanilleextrakt oder Vanillezucker dazugeben. Ja, sind die beiden Sachen schön miteinander verbunden, kommen die Eier dazu. Ich gebe die ja immer einzeln hinein, also ein Ei hinein, dann verrühren und dann das nächste, wobei sich hier 2 reingeschlichen haben. Ja, ich finde einfach, das ist einfacher für die Maschine, dann kannst du es schön schnell schlagen. Wenn man zu viel Eier auf einmal reintut, dann schwappt es so über. Deswegen mache ich das eigentlich. Ja, wenn dann die Eier auch mit hinein verarbeitet sind, kommen die Haselnüsse, die gemahlenen Haselnüsse, die gebe ich nach und nach dazu. Wer mag, kann die Menge an Nüssen auch teilen auf Haselnüsse und Mandeln oder Walnüsse oder Pekannüsse oder Cashewkerne, wie ihr wollt. Also ihr könnt da wirklich sämtliche Nusssorten dafür verwenden, entweder eine oder mehrere. Ja, dann kommt nach und nach das Mehl dazu. Das wechseln wir aber ab mit der Milch. Also erst ein bisschen Mehl und dann ein bisschen Milch, bisschen Mehl, bisschen Milch, bisschen Mehl, bisschen Milch. Immer so weiter, bis beides halt eben im Teig drin ist. Ja, und jetzt gebe ich erst mein Backpulver dazu. Da wurde ich schon mal gefragt, warum ich das mache. Ganz einfach, wenn Backpulver einfach zu lang aufgeschlagen wird, verliert es seine Wirkung und der Kuchen geht nicht mehr schön auf. Deswegen ziemlich knapp vor Schluss dazugeben. Das waren jetzt die gehackten Haselnüsse noch. Dann alles schön nochmal kurz verrühren und so sah dann mein Teig aus. Also ein typischer Rührteig einfach. Ja, hier habe ich jetzt meine Form, das ist eine Silikonform, habe ich ordentlich gebuttert und mit Semmelbrösel ausgestreut. Es heißt, wenn man diese Formen, muss man nicht einfetten, aber nee, ich habe da bis jetzt echt nur schlechte Erfahrungen gemacht, wenn ich es nicht eingebuttert habe oder zumindest ein Backtrendspray genommen habe. Ich habe die Kuchen nie rausgebracht, egal aus welcher Form, sei es Plastik, sei es beschichtet, sei es was weiß ich was. Also ich habe da wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, jetzt gebe ich einen Teil oder ein Viertel von dem Teig da hinein. Mit dem Löffel geht es irgendwie einfacher. Und dann kommen meine Rocherkugeln. Also da könnt ihr beliebig viele nehmen. Ich habe eine Packung genommen, da waren glaube ich 16 Stück drin. Die habe ich fast alle verbraucht. 4 Stück hatte ich dann noch zur Verzierung. Wer mag, kann an dieser Stelle die Ferrero Rocher, also übrigens unbezahlte Werbung, das ist Freischnauze von mir, ich habe da keinen Auftrag gekriegt oder sonst irgendwas. Ich mache das unbezahlt. Wer mag, kann die Rocher zerkleinern und einfach mit in den Teig hineingeben und den mit verrühren. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja. Auf die erste Rocher dann nochmal Teig drauf, dann die restlichen Rochers rein und dann der restliche Teig darüber. Und das Ganze dann noch ein bisschen verstreichen, sodass die Rochers verdeckt sind. Beim Backen kann es nämlich passieren, dass die nach unten sacken. Und deswegen sollten sie schon mit Teig bedeckt sein. Ja, und dann darf mein Kuchen bei 150 Grad Umluft mindestens 60 bis 70 Minuten backen. Oder bei Ober- und Unterhitze bei 175 Grad. Passt aber auf und schaut nach, dass der Kuchen nicht verbrennt. Ja. Dann in der Form, nach dem Backen, in der Form komplett auskühlen lassen. Also am besten ist, ihr backt ihn einen Tag vorher und lässt ihn dann über Nacht auskühlen. Denn heiß aus so einer Form rauszubringen, ist auch schwierig, trotz, wenn man gebuttert hat. Also
auskühlen lassen und dann vorsichtig herausnehmen. So sah er aus. Dann habe ich hier meine Haselnussglasur, die gibt es in jedem üblichen Supermarkt, Discounter. Die habe ich im Wasserbad schmelzen lassen oder die, glaube ich, geht sogar auch in der Mikrowelle, aber diesmal habe ich Wasserbad genommen. Und ich habe 2 von diesen Packungen auf meinen Kuchen gegossen, denn da muss ordentlich Schokoladenglasur drüber. Und das habe ich dann auch noch mit Hilfe eines Pinsels dann schön gleichmäßig verstrichen. Ihr seht ja, unten habe ich, also der Kuchen auf dem Kuchenrost, unten drunter ein Teller. Und das, was unten auf dem Teller war, habe ich wieder zurückgeschüttet auf den Kuchen. Also ich habe so ziemlich fast alles verwendet. Und dann mit der Verzierung müsst ihr ziemlich zügig arbeiten. Ich habe jetzt hier ein bisschen gemahlene Haselnüsse darauf gegeben. Also achtet darauf, dass die Schokolade wirklich noch feucht ist. Dann kommen die gehackten Haselnüsse darüber. Und dann habe ich noch Mandeln gehabt. Ich hatte keine ganzen Haselnüsse da, sondern Mandeln habe ich einfach Ich habe Handeln zerkleinert, ja. Nein, ich habe Mandeln zerkleinert und da drauf gegeben. Und dann kommt meine ach so coole Coffeeshop Schokoladen-Dessert-Glasur. Ich liebe dieses Teil. Man muss nichts schmelzen, man muss nichts zerkleinern. Das Ding spritzt man einfach drüber und es klebt fest. Ja, und dann war mein Kuchen fertig. Hier sieht man noch, ich habe oben noch 4 Rochers drauf. Wer mag, kann mehr drauf geben oder kann sie auch weglassen oder mit irgendwas anders verzieren. Also ganz egal. Ja, also wie gesagt, heute mal keine Torte. Ich hatte so Lust auf diesen Haselnusskuchen. Er ist wirklich total lecker. Und ich würde mich freuen, wenn er nachbacken wird. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.